Da haben wir so Butterfett zum Brat. Das sind 420 Gramm für 40 Euro. Also die Römer, die spinnen da. Moin Leute, Butterschmalz. Schluss mit dem Fusch. So geht es wirklich. Reines Gold. Aber ich muss kurz was loswerden. Ich habe neulich wieder ein Video gesehen. Da wird gefuscht ohne Ende. Da wird alles Mögliche in die Butter reingemacht. Oder die knallen das Teil direkt auf die heiße Platte. Bis alles schwarz wird. Leute, lasst den Quatsch. Ich zeige euch heute die einzig wahre Methode. Ganz entspannt im Wasserbad. Da brennt nichts an, da kommt kein Müll rein, nur reiner Geschmack. Wer es richtig machen will, der bleibt jetzt dran. Und los geht's. So, was brauchen wir dazu? Natürlich Butter, eine Pfanne, da habe ich schon heißes Wasser reingegeben, mit dem Wasserkocher aufgekocht und eine zweite Pfanne, wo dann die Butter hier reinkommt. Die Pfanne wird erhitzt, ich habe es jetzt auf Stufe 9, ich gehe nachher ein bisschen runter, also das soll nicht köcheln, das soll langsam kochen. Wie ihr seht, das kocht ja schon so ein bisschen, das war der Vorteil, dass ich hier schon heißes Wasser reingegeben habe. So, da könnt ihr so viel reingeben, wie ihr möchtet. Da habt ihr keine Schnuddlerei. Ihr braucht es fast nicht abzufiltern, weil der Unterschied zwischen dem anderen Gemachte, was man so sieht, ist halt, dass der Schaum, der nach oben geht, abgeschöpft werden muss. Und das ist bei uns nicht. Bei uns setzt sich das alles nach unten ab. Das ist der Vorteil. So, da gehen wir mal von der Herdplatte auf Stufe 5, dass das lange haltbar ist. Das wisst ihr ja, das könnt ihr dann hier in Schraubgläser reinmachen, im Kühlschrank lagern oder im kühlen Keller lagern. Das hält eigentlich ewig. Also das Milcheiweiß setzt sich dann nach unten, so heißt das Zeug, was sich da oben bildet. Das ist die Molke, das sind Rückstände, Trübstoffe und Wasser. Noch ein paar Tipps, das Milcheiweiß verbrennt schon bei niedrigen Temperaturen, ca. 150 Grad. Das haben wir ja hier überhaupt gar nicht. Wir lassen das hier leicht köcheln, ja 2 Stufen auf Stufe 7, bei jedem Herd ist es verschieden und da passiert überhaupt gar nichts. Ganz kurz noch zur Haltbarkeit, ohne das Eiweiß und das Wasser hält der Butterschmalz viel länger. Bis zu 9 Monate ungekühlt. Spritzschutz. Da du im Wasserbad auch das restliche Wasser verdampft, spritzt das Fett später nicht beim Braten. Also wir machen hier auch keinen Deckel drauf, weil eine geringe Menge Wasser tut hier nach oben verdampfen. Ihr braucht ja gar nichts zu machen. Das setzt sich auf dem Boden ab. Also passt auf Leute, wenn ihr die Butter geschmolzen habt, seht ihr unten am Boden diese trübe Brühe. Das ist der Milchzucker und der Rest von der Molke. Das ist das gefährliche Zeug, wenn ihr das beim Umgießen mit ins Glas laufen lässt. Dann war die ganze Arbeit umsonst. Das ist nämlich genau das, was am schnellsten schimmelt und in der Pfanne verbrennt. Deshalb ganz vorsichtig abgießen und den Schmotter unten im Topf lassen. Die anderen rühren das vielleicht aus Versehen wieder unter, aber wir wollen das reine, klare Fett. Also die Butter ist jetzt verlaufen und ihr dürft das nicht umrühren. Ihr dürft die Trennung nicht zerstören. Also Leute, passt auf, jetzt kommt der Clou. Wasserbadmethode. Da wir hier ganz sanft arbeiten und die Butter nicht blöde kocht, passiert etwas anderes als bei den Fuschern. Das Milcheiweiß und der ganze Schmotter setzen sich komplett unten am Boden ab. Und das ist unser Vorteil. Das ist genial, weil oben das reine, klare Gold schwimmt. Wir rühren jetzt natürlich nicht mehr um, damit wir diese Schicht am Boden nicht aufwirbeln. Ich gieße das jetzt ganz vorsichtig ab und ihr werdet sehen, der ganze Mist bleibt unten im Topf. Also ihr müsst das jetzt so lange kochen, bis das klar wird. Oh, das riecht ja schon super. Hier sieht man auch schon, dampft es schon so ganz leicht raus. Je nach Butter, wie viel Butter ihr drin habt. Wir haben ja jetzt 4 Stücker drin. Umso länger dauert es natürlich. Die Butter schmilzt aber ganz entspannt. Das ist echtes Handwerk hier, was wir hier machen. Also die Hauptphase, die dauert, ich würde jetzt mal sagen, 40 Minuten. Wer das nicht machen möchte, der soll dann am besten auch gleich aufhören und halt die andere Methode benutzen. Aber ich sag's euch, hier schmeckt es am besten. So, also so muss es aussehen. Wenn er jetzt deutlich unter das Weiße seht, das ist das, was sich abgesetzt hat und das ist unser Vorteil. Das brauchen wir oben nicht abzuschöpfen. Seht ihr, da ist noch ein bisschen kleiner Rand. Das wollen wir natürlich nicht dabei haben. Das ist ja das, was mir so ein Dummschwaller erklären. So, und den Rest tun wir jetzt abschöpfen. Wer möchte, kann auch hingehen und kann sich jetzt hier ein Küchenpapier reinlegen. Ich habe das probiert, das funktioniert überhaupt gar nicht. Das zeigen die alle in den Videos, aber das funktioniert gar nicht. Einer hat es richtig gemacht, der hat gesagt, okay, ich tue das jetzt nochmal teile, dann funktioniert das. Aber ich habe es probiert, das zu teilen, das ist furchtbar schwer.
Ihr werdet das sehen, dass ihr hier auch ein tolles Küchengold erhält. Ja, das gibt gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Nehmen wir das mal noch. Wenn ihr das nämlich macht zum Filtern. Ich habe auch einen Kaffeefilter ausprobiert, das funktioniert nicht. Beim Kaffeefilter geht es schon mal gar nicht durch. Und bei dem wird es ewig dauern. Da könnt ihr aber hingehen, wenn das zweilagig ist, meint es jetzt nicht zweilagig, könnt ihr eine Lage rausziehen und dann reinlegen. Dann funktioniert das. Aber wir machen es jetzt so. Bei uns hat sich das ja schön abgesetzt auf dem Boden. Das ist ja unser Vorteil. Kann auch mal die Pfanne ein bisschen schief halten. Passiert auch jetzt gar nichts mehr, das vermischt sich nicht. Also den Topf ein bisschen schief halten. Seht ihr? Nur funktioniert das auch. Passiert auch gar nichts. Wenn ihr da mal so ein kleines Flöckchen drin habt, das könnt ihr mit dem Küchenpapier raustippen. Man muss ja nicht immer alles schön reden, wenn es nicht so ist. Und ich sag's euch nur, es ist einfach so. Dann zeige ich euch das mal, was ihr dann immer so seht, dass das überhaupt gar nicht so funktioniert. Das ist jetzt der Rest, da kann man ruhig mal ein bisschen spielen. Die Molke ist ja jetzt unten. Und Leute, jetzt mal aufgepasst. Den weißen Rest hier unten im Topf, den werfen wir natürlich nicht weg. Wir sind ja keine Verschwender. Das ist ein konzentrierter Buttergeschmack. Das kommt bei mir morgen in den Pfannkuchenteig oder in den Sonntagskuchen. Das gibt ein Aroma, sage ich euch, da flippen eure Gäste aus. Wer das wegschmeißt, hat die Kontrolle über seine Küche verloren. Wir nutzen alles vom Gold. Da in dem Rest noch Wasser enthalten ist und Eiweiß drin ist, hält er sich nicht so lange wie das Butterschmalz. Füllt es in ein kleines Glas und stellt es in den Kühlschrank. Verbraucht es innerhalb von ein paar Tagen. So, und jetzt kommen wir noch mal zum Test, was man noch machen wollte. Dann sage ich euch, dass das gar nicht funktioniert. Sollte es doch funktionieren, dauert es ewig. Ja, da können wir noch... Oh, das funktioniert irgendwie, doch. Also, da können wir jetzt den Rest noch schön rausholen. Es funktioniert, aber sehr langsam. Wie das aussieht, seht ihr, da ist noch ein bisschen was drin. Das holen wir natürlich noch raus, ohne das Weiße hier noch reinzukriegen. So, hier den Rest, das ist das, was ich euch eben gerade erzählt habe. Könnt ihr in Kuchen drin machen und so weiter. So, den Rest füllen wir jetzt in ein kleines Gläschen ab. Dann haben wir alles und nichts verschwendet. Das läuft immer noch, das dauert ewig. Schmeckt bombastisch, ein Krumbierpüree reinmache oder halt morgens zum Eierbraten. Ist perfekt. Also habt da viele Möglichkeiten. So, die Schraubdeckel, die dürft ihr erst drauf machen, wenn das abgekühlt ist. Aus dem Grund, das ist ja warm und da könnte noch Wasser rauskommen und das wollen wir hier nicht drin haben. Deckel drauf. Merkt ihr, die sieht anders aus wie bei anderen. Warum? Weil das gescheit gemacht ist. Das war ein Dummschwall. Nicht verbrannt. Ich habe mal so Pilze gemacht mit einem Steak. Das habe ich drüber gemacht, war ganz, ganz lecker. Dann, ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.